Heute nehme ich euch mit zu den spektakulärsten Offroad-Strecken der Westalpen und zum höchstgelegenen Motorradtreffen von Europa, der Stella Alpina. An einem wunderschönen Donnerstagnachmittag schiebe ich mich durch die Schweizer Alpen immer weiter in Richtung Italien. Oh, servus Leute. Heute steht eine Tour bevor. Kurz und knackig würde ich sie beschreiben. Bin insgesamt 4 Tage unterwegs, hab die aber richtig mit Action beladen. Ich muss jetzt noch meinen Kumpel einholen, der ist heute schon 3 Stunden früher losgefahren wie ich. Wir werden uns Richtung vor Mailand treffen. Ja, ich freue mich mega auf die Tour. Das wird vermutlich die Highlight-Tour des Jahres, auch wenn es nur eigentlich 2 richtige Fahrtage sind. Aber ich habe echt einiges geplant, also lasst euch überraschen. Am San Bernardino Pass verlasse ich kurz die Autobahn, um mich auf über 2060 Meter hochzuschrauben. Der kleine Umweg kostet etwa 15 Minuten, aber zeigt die ganze Idylle der Schweizer Alpen. Zurück auf der Autobahn zeigt sich das Wetter etwas wechselhaft. Bei bester Abendstimmung und nach über 600 Kilometer erreiche ich Piemont und die Region Cuneo. So, Anreise, 650 Kilometer sind abgespult. Nochmal richtig Glück mit dem Wetter gerade gehabt, hat gerade noch ein bisschen genieselt, jetzt macht der Himmel auf. Geile Abendstimmung, freue mich wie Hölle, endlich wieder in meinen heißgeliebten Westalpen. Wir sind jetzt hier im Valle Vareta, also im Vareta-Tal. Kennen vielleicht manche, weil es hier weitergeht auf den Col de Acnel mit 2740 Meter, einer der höchsten Alpenpässe. Das ist aber heute nicht unser Ziel. Wir haben was viel Spannenderes vor. Wir haben jetzt hier gerade nochmal aufgetankt, Proviant aufgefüllt und werden jetzt hier gleich in die Berge reinfahren. Da wartet nämlich morgen eine richtig geile Offroad-Strecke auf uns, die Vareta-Meira-Kammstraße. Also ab geht's. Seit Turin habe ich übrigens meinen Kumpel eingeholt, der sich hier mit einer 30 Jahren alten 600er Dominator hertraut. Die nicht ganz kurze Anreise haben Mann und Maschine aber schon mal mit Bravour bestanden. Im Vareta-Tal biegen wir kurz nach der Ortschaft Brosasco links ab. Hier schlägt das erste Mal das Westalpen-Feeling schon wieder so richtig durch. Die Teerstraßen werden immer schmaler und die Luft immer dünner. Die untergehende Sonne im Nacken geht auf 1700 Meter der Asphalt in Schotter über. Kurz nach 21 Uhr finden wir am Colle di Chiabra einen geeigneten Platz zum Übernachten. Das ist schon wieder verrückt heute. Also wir haben einen Schlafplatz gefunden, ein bisschen schiefes Plateau, aber ja, ist okay. Hier stehen die Mopeds. Die Dominator, 700 Kilometer, abgespult ohne Probleme. Und hier unten ist das Meira-Tal. Und hier hinterwärts geht dann die Kammstraße, die wir morgen fahren wollen. Endlich wieder Westalpen. Also auf eine geile Tour. Cheers! Mit dem letzten Sonnenlicht bauen wir in dieser genialen Kulisse unseren Lagerplatz auf, bevor es dann auch frostig kalt wird. In den alpinen Höhen kühlt es in der Nacht deutlich stärker ab aufgrund der dünnen Luft. Deshalb hatten wir hier im Hochsommer auch nur um die 5 Grad. Da hilft ein Lagerfeuer Wunder. So, guten Morgen aus der Nebelsuppe in den Seealpen. Stehen die Zelte am Waldrand. Da die Mopeds, Kaffee haben wir auch schon gemacht. Und es ist kurz nach 8. Jetzt düsen wir dann los. Schauen wir mal, was die Strecke so hergibt. Und so war hier am frühen Morgen das wunderschöne Klopfen der Einzylinder Dominator das einzigste, was man weit und breit gehört hat. Mein Kumpel Christoph, der sich hier mit dem 30 Jahre alten Motorrad herwagt, ist übrigens Profi-Enduro-Fahrer und normalerweise auf 2 und 350er Zweitaktmaschinen unterwegs. Deswegen komme ich ihm am Anfang von dieser Tour meistens auch nur sehr schleppend hinterher. Aber man wächst natürlich mit seinen Erfahrungen und so war es für mich richtig wertvoll, mal einen Profi vorne dran zu haben. So konnte ich auf der Tour meine Offroad-Fahrkenntnisse extrem verbessern. Die Aussicht ist noch ein bisschen dürftig, der Weg dafür umso geiler.
Aber jetzt umso höher wir kommen, jetzt sind wir über 2000 Meter jetzt schon. Ich glaube, wenn wir noch ein bisschen höher fahren, kommen wir aus den Wolken raus, so wie es aussieht. Da oben wird es schon ein bisschen blau. Die Vareita Maira Kammstraße, die im Italienischen auch Strada dei Cannoni heißt, schraubt sich hoch bis auf 2340 Meter. Und wir hatten das unglaubliche Glück, an diesem Freitagvormittag hier plötzlich vor einem gigantischen Wolkenmeer zu stehen. Jawohl! Hammer! Hier läuft unser Weg. Zieht gerade eine Wolke durch. Und hier die Westalpen-Aussicht. Geil. Hammerharte Westalpen. Ein Wolkenmeer. Wir sind über den Wolken. Geil. Die Auffahrt hat sich rentiert. Aussicht mega geil. Sonne auch mega geil. Und die Strecke schon wieder eine 1 mit Stern, ey. So, Caldy's Empire, knapp 2,3. Geile Tour war sie her. Hier endet nach ca. 40 Kilometer das erste geniale Offroad-Stück unserer Wochenendtour. Vareita Maira Kammstraße, definitiv eine 1 mit Stern. Wir fahren ab auf Teerstraßen ins Mairatal, wo dann auch bald die nächste Offroad-Strecke auf uns wartet. So, der Abzweig auf die Maira-Stura Kammstraße, der war hier schon 2 Kilometer weiter vorne noch. Aber man sollte unbedingt hier die 2 Kilometer noch hierher fahren. Das ist nämlich die letzte Tankstelle für ein ganz langes Stück. Also unbedingt hier noch voll machen. Und jetzt geht's ab auf die legendäre Maira-Stura Kammstraße. Die steht schon 5 Jahre garantiert auf meiner To-Do-Liste. Bin echt happy, dass ich da endlich jetzt hinkomme. Die soll richtig geil sein. Gehen nochmal 200 Meter weiter hoch, wie die, wo wir eben gefahren sind. Und landschaftlich mehr als spektakulär. Wir haben Glück, die Ampel steht auf grün und die Schranke ist geöffnet. Und so können wir auffahren zu der meiner Meinung nach spektakulärsten Offroad-Strecke der Alpen. Sie hat in meinem Ranking somit knapp der ligurischen Grenzkammstraße den Platz 1 abgenommen. Zwar ist die Maira-Stura mit ihren 25 Kilometer Länge deutlich kürzer als die ligurische Kammstraße, jedoch toppen die Aussichten hier oben einfach alles. Einsamste und absolut beeindruckende Hochgebirgswelt lassen hier garantiert jedes Bikerherz höher schlagen. Und das alles noch gepaart mit Offroad-Fahrspaß vom Feinsten. Sogar ganze 10 Kilometer lang auf über 2400 Meter Höhe. Alter, wie sie ausschaut. Maira-Stura. Geil, geil, geil. Wir sind gerade 2-3 Kilometer erst drin. Und ich muss sagen, die haut jetzt schon die ligurische Grenzkammstraße vom Platz 1 weg. Ey, die Aussichten, echt der Oberknaller. Der Stelle nochmal der kurze Hinweis. Ich biete zu allen meinen Touren die GPX-Tracks zum Verkaufen in der Videobeschreibung an. Die Abwicklung läuft ganz unkompliziert über PayPal und wenn ihr wissen wollt, wie ihr GPX-Tracks mit dem Handy nutzen könnt, das erkläre ich am Ende dieses Videos noch kurz. Die Handhabung ist sehr einfach und eine riesen Planungshilfe für eure Reisen. An der Stelle gehen viele Grüße raus ans Türk Offroad Team. War eine verdammt lustige Begegnung hier oben.
Alter Schwede, ich kann es euch gar nicht sagen, ey. Westalpen, ein ums andere Mal schießen hier die Glücksgefühle hoch. Also die Gegend hier hat mich noch nie enttäuscht. Hier kann man echt, ey, da ist eine Strecke geiler wie die andere. Meierastura noch besser wie Ligurische Grenzkampfstraße, definitiv. Kann ich nach die ersten 5 Kilometer schon sagen. Hier schaut's aus, das ist so surreal, richtig hohe Felsbrocken, hammermäßig, ey. Wir ziehen hier durch mit der Dominator, 30 Jahre alte Dominator. Das ist so geil. Das ist der Hammer hier. Kurve um Kurve zeigt sich das Landschaftsbild hier irgendwie immer noch spektakulärer. Immer wieder kreuzen Murmeltiere unseren Weg. Und umso tiefer man reinfährt in die Meierastura Kammstraße, umso mehr bleibt einem die Spucke weg. Offroad-fahrtechnisch war die Strecke bisher wenig anspruchsvoll. Doch am Gipfel Becconero kann man sich entscheiden, ob man rechts oder links rum fährt. Rechtsrum, der normale Weg, ist ebenfalls relativ einfach. Wir entscheiden uns für den linken und kommen fahrtechnisch ins sehr interessante Gefilde. Wäre ich wie sonst allein unterwegs, käme ich mit meiner vollbepackten Fahrstrom hier schon an die Grenze. Doch zu zweit ist alles deutlich lockerer. So kann man deutlich mehr riskieren und einiges mehr an Spaß beim Fahren haben. Also das hier ist eine kleine Action-Passage, wäre aber auch eine Alternativroute drumherum gegangen, die mit demselben guten Belag bestückt ist, wie wir bisher auch gefahren sind. Wir wollten es uns hier ein bisschen härter geben. Wir wollten vor allem zu dieser Mauer hier. Schaut da richtig geil aus. Und jetzt über den Hügel drüber kommt da ein kleiner See. Aber ich bin hier noch am Zweifeln, ob ich da hochkomme. So. Das ist die Strecke. Ah, fuck it. Ja, die Dominator zieht souverän durch, hat aber auch mehr Bodenfreiheit, mehr Federweg und deutlich weniger Gewicht wie meine dicke Faustrom. Wir entschließen uns hier erstmal eine Brotzeit zu machen und die Aussicht zu genießen. Es hat leider ein bisschen angefangen zum Regnen und der schwierige Uphill-Part steht immer noch bevor. Jetzt mit etwas Nässe noch interessanter, aber ich habe schon eine gute Linie gefunden, wo ich durchfahre. Ja, mit nassem Untergrund war es dann nicht mehr ganz so leicht. Auch ich bin auf meiner vermeintlich einfacheren Linie stecken geblieben. Jawohl, mit zusätzlicher Schubhilfe da noch hochgekommen. Geil. Ja, macht Laune zu zweit, oder? Hat man den schwierigen Hügel an der alten Ruine überwunden, wird's nochmal so richtig idyllisch. Ein Eck ums andere, unfassbar schön, ey. Absoluter Hammer, ey. Wie da die Wolken drin hängen. Nach dem wunderschönen Ritt eine ganze Weile zwischen 2400 und 2600 Meter geht es jetzt wieder bergab in Richtung Asphalt.
Und was für ein Asphalt. Die super schmale, idyllische Strecke nach De Monte war definitiv der beste asphaltierte Part der gesamten Tour. Unsere Aussicht war zwar durch den Nebel etwas getrübt, aber das Feeling hier oben einfach unbeschreiblich. Vom 700 Meter hoch gelegenen De Monte schrauben wir uns hoch auf den knapp 2000 Meter hohen Colle della Maddalena. Auf dessen Passhöhe überschreiten wir die Grenze nach Frankreich. Auch hier ist die alpine Bergwelt so traumhaft, dass man aus dem Staunen nicht mehr rauskommt, wenn man links und rechts der Straße schaut. Und wir haben an diesem Tag noch lange nicht genug. Unser nächstes Offroad-Highlight steht schon an. So Freunde, wir sind am Col du Papillon. Das ist die Strecke, auf die mich heute am meisten gefreut habe, obwohl ja die anderen zwei auch schon richtig geil waren. Aber auf dem Papillon habe ich jetzt 3 Wochen lang hingefiebert, weil der ist heute jetzt den ersten Tag auf. Aber bis gestern hieß es eigentlich, er macht erst in einer Woche auf, weil der Tunnel noch komplett vereist war. Aber jetzt haben sie irgendwie das Eis rausbekommen, keine Ahnung wie. Und jetzt hat er heute aufgemacht und wir sind mit die Ersten, die heute durch den legendären Scheiteltunnel fahren werden. Alter, ein Highlight beladener Tag. Es gibt echt nichts Schöneres wie die Westalpen. Jede Tour, wo ich bis jetzt hergefahren bin, eine 1 mit 10 Sterne. Geil, geil, geil. Der Col de Papillon war 2020 auf meiner Westalpentour einer der ersten Offroad-Strecken, die ich mit dem Motorrad befahren habe. Und genau hier links im Bild war damals einer meiner bis heute genialsten Übernachtungsplätze überhaupt. Und eins muss ich sagen, damals wie heute, die absolute Begeisterung unter dem Helm hat kein bisschen abgenommen bei diesen Aussichten. Der Col de Papillon schlängelt sich hoch auf 2640 Meter und ist somit unsere höchste Offroad-Strecke am heutigen Tage. Und während ich ihn vor 3 Jahren als blutiger Anfänger noch relativ schwer zu fahren fand, so geht er mir heute relativ locker von der Gashand. Am höchsten Punkt erwartet einen dann der berühmt-berüchtigte Tunnel vom Papillon. So, der legendäre Scheiteltunnel vom Papillon. Quasi der andere Eingang, wie beim letzten Mal reingefahren bin. Und hier fehlt eindeutig an der Tür noch ein wichtiges Detail. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt schaut es gut aus. Ey, der Tunnel ist so krass. Aber wenn man reingeht, stockfinster. Alter Schwede, ich bin mal gespannt. Bis vor 2 Tagen war hier noch eine 50 Meter breite Eisplatte drin. Passieren unmöglich. Und gestern ging es dann auf einmal. Jetzt bin ich gespannt, wie der Zustand im Tunnel ist. So, die Dominator, ab in den Tunnel. Der Tunnel verdankt seinen gefährlichen Ruf den Eisplatten, die sich hier bis mitten in den Sommer hinein am Boden halten. Und die haben schon so manchen Motorradfahrer zum Umkehren gezwungen. So sieht der Tunnel von innen aus. Mal die Taschenlampe rausgeholt. Alter Falter. Tropft's überall von der Decke. Richtig fette Pfützen. Felsen hier. Das alles immer so hält. Da meine Faust rum. Alter Falter. Tropfsteinhöhle. Und tropft's runter.
Der Tunnel, der im frühen 19. Jahrhundert übrigens 20 Jahre Bauzeit in Anspruch nahm, war an diesem Tag Gott sei Dank eisfrei. Scheinbar hat ein Bagger am Tag zuvor die restlichen Eisplatten entsorgt. Nichtsdestotrotz war die Durchfahrt natürlich wieder ein Mega-Highlight. Absolute Finsternis, tiefe Pfützen und das Tropfen von der Tunneldecke machen den Ritt hier zu einem absoluten Abenteuer. Und die Aussicht auf der Seite, richtig brutal. Junge, Junge. Hier 4000 Meter hohe Berge. Da hinten Barste Ekrins, 4102 Meter. Ein Panorama. Sowas von brutal schön hier. Also in die Region hier bin ich wieder ein ums andere Mal verliebt. Col de Papailoa, heute wieder 1 mit 10 Sterne. 3 fette Highlights heute, richtig geil. Wir fahren jetzt dann ab. Es ist 19 Uhr. Wir haben noch ungefähr 90 Kilometer bis zur Stella Alpina, also Col de Sommeleil. Und die wollen wir am liebsten noch vor Einbruch der Dunkelheit schaffen. Also ab geht's. Ja, was für ein actionbeladener Tag. Und obwohl es schon früh am Abend ist, war auch der Col de Papailoa noch lange nicht unser letztes Highlight. Denn wir haben heute noch etwas ganz Besonderes vor. Wir wollen zum höchsten Motorradtreffen Europas, der Stella Alpina. Das Treffen ist definitiv nach dem Elefantentreffen auch das coolste in Europa. Doch dazu später mehr. Zunächst fahren wir ab durch die sagenhafte Landschaft des Col de Papailoa und kommen raus in den wunderschönen französischen Westalpen. Hier im wahnsinnig idyllisch gelegenen Durancetal fahren wir in Richtung Briançon. Die Kleinstadt ist die höchste von Frankreich und nach Davos sogar die höchste Stadt Europas. Mit allerbester Bikerlaune und der untergehenden Sonne im Gesicht schieben wir uns weiter wieder in Richtung Italien. Die Grenze passieren wir auf dem 1850 Meter hohen Col de Montgenèvre. Langsam aber sicher wird es dunkel, als wir in der Ortschaft Bardonecchia rechts abbiegen und in Richtung Col de Sommeleil heizen. Dass hier kein normales Wochenende ansteht, merkt man schon, als hier unterwegs einige leicht angetrunkene Motorradfahrer Holz sammeln. Denn das folgende Motorradtreffen ist auf knapp 2200 Meter Höhe und da wachsen keine Bäume mehr. Somit muss der Lagerfeuerproviant einiges weiter unten gesammelt werden. Auch sonst ist es ratsam, sich so ziemlich alles mitzubringen, was man zum Überleben braucht. Wir erreichen das Treffen am Freitagabend und haben schon Mühe bei der Zeltplatzsuche. So, Stella Alpina erreicht. Dann haben wir 300 Kilometer abgespult mit 3 Offroad-Strecken. Richtig hardcore, aber richtig geil. Fast auf 2200 Meter hier ein riesen Motorradtreffen. Habe ich jetzt nicht so groß erwartet. Hier geht's ab. Brutal. Bis tief in die Nacht reisen hier noch Motorradgruppen an. Mopeds über Mopeds hier. So, guten Morgen von der Stella Alpina. Hier gestern Abend bei Nacht angekommen und zufällig neben den ganz kleinen Leuten aufgebaut, wie auf dem Elefantentreffen. Selbe Nachbarn wie auf dem Elefantentreffen. Klein ist die Welt. Ja. Hier unsere Hütten. Nacht hat es ein bisschen geregnet, aber jetzt ist die nächsten 2 Tage Sonne pur angesagt. Die ganze Wiese voll mit Bikes. Turbo krass, ey. Ja, das Klientel hier ist natürlich verrückt. Aber nicht ganz so verrückt wie auf dem Elefantentreffen. Aber lauter coole Leute. Gestern noch mit einigen geratscht. Und alle vom selben Schlag hier. Alle Offroad begeistert. Fette Motorräder am Start. Mega cool.
schöner kann man nicht zelten, ey. Das höchstgelegene und schönste Motorradtreffen in Europa, hätte ich gesagt. Ja, der Bergkessel hier am Rifugio Scarfiotti ist schon sagenhaft schön. Als ich 2020 zum ersten Mal hier war, konnte ich die Bergwelt fast für mich allein genießen. Das ist an diesem Wochenende natürlich nicht möglich. Denn hier ist heute am Samstagmorgen schon einiges los und die Teilnehmer werden sich im Laufe des Tages noch verdoppeln. Wie viele Motorradfahrer schlussendlich bei der Stella Alpina dabei waren, konnte ich leider nicht in Erfahrung bringen. Geschätzt waren es zwischen 1.000 und 1.500. Sie alle zelten auf 2200 Meter am Rifugio Scarfiotti. Da wir auch Samstag auf Sonntagnacht hier verbringen wollen, lassen wir unser Zelt und den Großteil des Gepäcks tagsüber stehen und starten mit leichten Maschinen unseren zweiten Offroad-Tag. Da wir uns schon am Col des Sommelet befinden, ist das auch unser erstes Ziel für heute Vormittag. Mit Dutzenden Teilnehmern der Stella Alpina reisen wir gemeinsam die Piste hoch. Der Sommelet schraubt sich hoch bis auf 3000 Meter. Absolut einzigartig in den Alpen. Für mich ist es hier das erste Mal, dass ich ohne Gepäck mit meiner V-Strom im Gelände unterwegs bin. Und mit leichtem Motorrad, muss ich sagen, macht es gleich doppelt so viel Spaß. Gerade weil die Strecke hier teilweise schon sehr anspruchsvoll ist. Das Moped von der Frau, die wird mich umbringen, Stefan. Da bin ich gespannt, was sie sagt. Die Sabine. Die steht schon mit dem Kochlöffel daheim, oder? Ich glaube auch. Schauen wir mal, was sie sagt. Ja, ich drücke dir die Daumen, dass es glimpflich abläuft. Ja, danke Stefan. Ja, an der Stelle gehen Grüße in Richtung Bayerischer Wald. Ich hoffe, der Haussegen hing nicht allzu schief, als die BMW mit Rahmenschaden nach Hause kam. Spaß beiseite, es geht weiter den Sommelet hinauf. Ey, wie geil ist das hier? Hier ist so ein ausgetrockneter See auf 2800 Meter. Die Luft hier brutal. Die Landschaft atemberaubend. 1 mit 10 Sterne. Der Sommelet brutal. Ich war vor 3 Jahren hier als Offroad-Anfänger. Noch kein Meter Schotter gefahren. Meine Karre ohne Unterbodenschutz damals. Habe ich mir hochgequält. Hier ist nur eine Kurve nach der anderen, die Kinnlade runtergefallen, wie sie aussieht. Und heute geht es mir schon wieder genauso. Es ist einfach krass hier. Wir haben noch nicht mal Zähne, sind hier schon auf 2,8. Hammer, hey. Wenn immer möglich, wird die Strecke hier zur Stella Alpina übrigens freigeräumt. Vorher ist ein Durchkommen meist unmöglich, da in diesen Höhenlagen bis in den hohen Sommer hinein Schnee liegt. Und so sind auch wir an diesem Wochenende mit die ersten Biker, die dieses Jahr den Sommelet besteigen dürfen. Die V-Strom übrigens ohne Gepäck, die fährt sich hier hoch wie eine richtige Enduro. Hey. Vollgas über die Brocken drüber, alles kein Problem mit dem Motorrad. Ich muss sagen, an dem Vormittag hat sich tatsächlich bei mir ein Schalter umgelegt. Ich hatte noch nie so viel Spaß mit meiner V-Strom im Gelände. Bei schwierigen Strecken war ich vorher meist langsam und sitzend mit beiden Beinen am Boden unterwegs, Safety first. Doch auf der Tour habe ich schon gestern gemerkt, wenn ich der Dominator hinterherkommen möchte, muss ich raus aus dem Sattel. Im Stehen lässt sich das Motorrad auch mit deutlich mehr Geschwindigkeit einwandfrei kontrollieren. So packt mich an der Passhöhe auf 3000 Meter auch gleich der Rappel und ich fahre voll ins Schneefeld. Hier bin ich ohne Hilfe nicht mehr rausgekommen. Nach der Befreiungsaktion fahren wir noch ein kleines Stück höher zum Lago Sommelet. Der Lago Sommelet, der sich hier in eine traumhafte Hochgebirgslandschaft einbettet, ist mit seinem nördlichen Ende schon auf der Grenze zu Frankreich. Noch halb zugefroren und gerade so aus dem Nebel auftauchend, verstrahlt er hier eine richtig mystische Atmosphäre.
Mein Reifen, der auf der Tour für ordentlich Haftung sorgte, war übrigens der Michelin Anarchy Wild. Für mich bisher der beste Reifen auf meinen Touren, mit dem man auch Offroad ordentlich Spaß haben kann. Nach dem kleinen Jump im ausgetrockneten Flussbett schrauben wir uns weiter den Sommelier wieder hinunter. Was mich übrigens Offroad auch deutlich schneller werden hat lassen, war das Abschalten des ABS bei der V-Strom. Das geht nur mit Sicherung ziehen vom ABS-Motor. Damit hat man dann auch am Hinterrad eine ordentliche Bremswirkung. Wir sind mittlerweile am Stausee Lago di Rochemolles angekommen. Hier hatte ich auf meiner Westalpentour von 2020 einen traumhaften Wildcampplatz gefunden. So, der Lago di Rochemolles. Wunderschön. Mal gerade gebadet bei eisigen Temperaturen. Der absolute Renner, die Gegend hier. Richtig, richtig schöner Fleck. Die Aussicht da hinten rum. Auch überall so Rinnsäle, wo rauskommen. Hier wieder einer. Der ziemlich genau 1 Kilometer lange Stausee liegt auf 2000 Meter Höhe. Wer mutig ist, kann am westlichen Ufer bis zur Staumauer vorfahren. Hier kommt man aber Klippen, die steil ins Wasser abfallen, ziemlich nahe. Danach fahren wir durch ein Meer aus Blumen wieder in Richtung abwärts und Bardonecchia. Auf dem Runterweg fängt die Dominator an leicht zu husten. Auch ein Leistungsverlust im oberen Drehzahlbereich stellt mein Kollege fest. Gut, dass wir Werkzeug im Gepäck haben und wissen, was zu tun ist. So, die Dominator braucht eine kleine Wartung. Jetzt müssen wir Zündkerze tauschen, Vergaser putzen, dass die wieder gescheit läuft. So, die Dominator ist wieder zusammengeschraubt. Schauen wir mal, ob es läuft. Und natürlich läuft das Kultmotorrad, ich würde schon fast sagen, wie neu. Zündkerze getauscht, Vergaser geputzt und Luftfilter ausgeblasen und die Dominator schnurrt wieder durch die Bergwelt. Mittlerweile haben wir unseren Spaß hier am Mont Chaffreau, wo wir uns wieder richtig austoben können. Der Mont Chaffreau ist ein 2800 Meter hoher Gipfel und eine Legende unter den Enduro-Fahrern. Mittlerweile darf er leider nur noch am Mittwoch und Samstag mit Kraftfahrzeugen befahren werden. Den Gipfel erreicht man entweder von Salvatron aus oder über die Skipiste aus Bardonecchia. Da wir leider fälschliche Informationen bekommen haben über querende Schneefelder, probieren wir zuerst den Weg von Salvatron. Doch genau hier blockiert uns kurz vor dem Ziel eine weiße Wand. Kommt da noch ein Schneefeld hier in die Quere. Knapp 2,7, kurz vor Mont Chaffreau. Ein paar Verrückte haben hier ihre Motorräder durchs Schneefeld geschoben. Aber wenn die Karre wegrutscht, dann liegt sie ganz da unten. Brutal. Schneefeld am Chaffreau. So, der Panda versperrt den Weg. Unpassierbar, das Stück für uns. Ganz schlecht. Müssen wir umdrehen wahrscheinlich.
Für unsere Motorräder kommt weder das Schieben übers Schneefeld noch die Ausweichroute außen herum in Frage. Deshalb schmieden wir einen neuen Plan. Wir wollen durch den Tunnel Galleria Monte Segure zum Fort Bramant und danach werden wir die Auffahrt über die Skipiste zum Chaffero probieren. Der Tunnel hier liegt auf einer Höhe von 2200 Meter und ist bei Weitem nicht so bekannt wie der von Papailan. Doch ich muss sagen, ich finde den hier fast noch ein bisschen cooler. Er ist 1 Kilometer lang und gekrümmt, das heißt, man sieht bei der abenteuerlichen Durchfahrt hier ganz lange Zeit das Ende nicht. Hey, was für ein krasser Tunnel. Der ist noch ein Stück länger wie der von Papailan, glaube ich. Und hier ist sowas von zappenduster. Es tropft überall von der Decke. Richtige Tropfsteinhöhle. Fette Pfützen am Boden. Eine Heidengaudi. Der Tunnel war übrigens von 2014 bis 2018 zugemauert, da immer wieder große Teile aus der Decke runtergebrochen sind. Auch die Auffahrt zum Fort Bramant hier litt schon mehrmals unter heftigen Unwettern. Doch aktuell sind alle Strecken wieder frei und relativ gut präpariert. Das Fort Bramant ist ein altes Militärfort, wie man sie hier in der Gegend häufiger findet. Es wurde 1813 erbaut und befindet sich auf 2160 Meter Höhe. Man kann mit dem Motorrad direkt aufs Dach fahren, wo noch 4 große Löcher von ehemaligen Geschützen zu sehen sind. Wir fahren wieder ein paar Kilometer zurück und wollen den Chaffero nun über die Skipiste versuchen. Boah, Chaffero, jetzt über die Skipiste. Versuch Nummer 2. Was man hier mal wieder überhaupt nicht sehen kann, ist, wie verflucht steil diese Hänge sind. Doch wer sich auskennt oder schon mal hier war, der weiß, steiler als Mont Chaffero geht fast nicht mehr. Und ich kenne genug Leute, die hier auch mit leichteren Mopeds schon kapitulieren mussten. Die Skipiste ist extrem steil. Belag ist aber noch gut. Bis jetzt klappt's. Aber voll beladen hätten wir, glaube ich, keine Chance. War halt schon richtig steil, das Stück. Schauen wir mal, ob wir hochkommen. Schaut schon mal wieder richtig scharf aus hier. Da es schon relativ spät am Nachmittag war, fahren wir die Skipiste fast in einem Rutsch nach oben, ohne Pause und ohne Fotostopp. Die Auffahrt dauerte ca. 20 Minuten und ich kann mit Fug und Recht behaupten, das waren die besten 20 Minuten, die ich jemals auf meiner Faust rum verbracht habe. Geniale Aussichten und Steilhänge, die Kurve um Kurve das Adrenalin in die Höhe schießen lassen. Das war schon richtig knifflig, Gas und Kupplung hier in der richtigen Dosierung einzusetzen. Und ich glaube, ich hätte den Hang keinen Tag früher geschafft. Die 2 Tage Offroad-Erfahrung taten schon richtig gut. Und obwohl ich auf der Tour die Mairastura Kammstraße schon zur schönsten Passstraße der Alpen gewählt habe, war für mich der Mont Chaffero fahrtechnisch das größte Highlight der Tour. Meine Glücksgefühle in dem Moment, als wir den Gipfel erreichten, nicht in Worte zu fassen. Alter Hammer! So, Mont Chaffero, wir haben es geschafft. Die Auffahrt war der Hammer, also das war ein richtiger Nervenkitzel. Und dann kommt man hier oben raus und hat, ich glaube, die beste Aussicht der ganzen Tour. Dann noch hier das alte Fort. Schaut richtig, richtig krass aus. Mont Chaffero 1 mit 10 Sterne. Geil, geil, geil. Die Aussicht auf den Gipfel des Mont Chaffero ist einfach nur atemberaubend.
In die eine Richtung sieht man bis zum 4100 Meter hohen Bar d'Écran und auf der anderen Seite blickt man nach unten zum uralten Fort Chaffreau. Und lässt man die Augen weiter in die Ferne schweifen, erblickt man das Naturschutzgebiet Val Fredda. Das Tal und das alte Militärfort lagen im genialen Abendlicht. Einen so ehrfürchtigen Biker-Moment hatte ich schon lange Zeit nicht mehr erlebt. Deshalb Mont Chaffreau mit Meira Stura Kammstraße meine absoluten Highlights in den Westalpen. Wir fahren den Chaffreau über die Skipiste wieder runter. Eigentlich wäre an diesem Tag noch die Assietta Kammstraße geplant gewesen. Doch die geht sich zeitlich nicht mehr aus aufgrund der Dominator-Wartung und der Hin- und Herfahrt am Chaffreau. In dem GPX-Track, den ihr von mir in der Videobeschreibung erwerben könnt, wird die Route so aussehen, dass ihr den Chaffreau von der Skipiste Richtung Salbertrau überfahrt und auf dem Rückweg die Assietta Kammstraße nehmt. Das geht sich zeitlich ganz gut raus, da die Assietta am Samstag erst ab 17 Uhr für Kraftfahrzeuge geöffnet wird. Alle weiteren Infos und wie sie aussieht, seht ihr in meinem Westalpen-Video von 2020. Wir haben es mittlerweile kurz vor 9 am Abend und fahren wieder in Richtung Stella Alpina. Auf dem Hochweg haben sich links und rechts am Sommelier schon einige Biker eingefunden. Denn der Campingplatz am Rifugio Scafotti ist zwar der beliebteste, aber nicht Pflichtteil der Stella Alpina. Über das Treffen findet man sowieso sehr wenig im Internet. Man findet nur heraus, dass das Treffen seit 1967 jeden zweiten Sonntag im Juli stattfindet am Col des Sommelier. Prinzipiell gibt es auch keine offizielle Organisation. Doch am Rifugio Scafotti sind Dixie-Klos aufgestellt und man kann Bier und Essen kaufen. Letzteres reicht aber niemals für alle Teilnehmer, deshalb lieber selber was mitnehmen und kochen. Der Hintergrund, ey. Schönste Motorradtreffen, glaube ich, so im Hintergrund. Schauen wir mal, was heute hier noch so abgeht. Die Tour war der Oberknaller. Und der Mont Chaffreau gerade noch. Absoluter Hammer, ey. Mit Bier aus meiner Heimatstadt und 100 anderen Gleichgesinnten verbringen wir hier einen lustigen Abend am Lagerfeuer. Am nächsten Morgen küsst uns wieder die Sonne wach in dieser spektakulären Gegend. So, das Camp ist abgebaut, Motorrad startklar. Stella Alpina war der Oberhammer, die ganze Tour echt 1 mit 100 Sterne. Richtig cool, vermutlich nächstes Jahr bin ich wieder am Start. Hier ist einfach der absolute Hammer. So, das war's mit unserem genialen Wochenende. Wir schieben uns den Sommelier hinunter und fahren direkt in Bardonecchia auf die Autobahn. Und ich muss sagen, obwohl ich dieses Jahr mit dem Motorrad schon in Griechenland und den Pyrenäen war, diese Tour war vom Spaßfaktor unschlagbar. Dafür werde ich wahrscheinlich auch nächstes Jahr wieder die 650 Kilometer Anreise gerne in Kauf nehmen. Nach einem 7-Stunden-Ritt durch die Alpen verabschiede ich meinen Kumpel auf der Autobahn und nehme die Abfahrt Richtung Heimat. Das war's von meiner Tour. Bleibt noch kurz dran, dann erkläre ich euch, wie ihr meine GPX-Tracks verwenden könnt. Am Handy nutze ich die App Bergfex. Hier kann man die GPX-Daten ganz leicht importieren, einfach Tour anwählen, speichern und schon hat man den kompletten Routenverlauf auf der Karte. Bei einem Kauf bekommt ihr 2 Tracks, einmal Freitag und einmal Samstag. Das hier ist der Freitagstrack mit Varieta Meira, Meira Stura und Col de Papillon. Von allen Apps gefällt mir bei Bergfex die grafische Darstellung von Gelände und Straßen am besten. Hier sieht man zum Beispiel eine gestrichelte weiße Linie, die knapp unter 2200 Höhenmeter läuft und einen Offroad-Weg darstellt. Mit dieser App und meinen Tracks können meiner Meinung nach auch Leute, die im Navigieren nicht so talentiert sind, die Route super nachfahren. Ein Riesenvorteil ist, dass die App auch offline funktioniert. Wenn ihr mit den Tracks nichts anfangen könnt, aber euch der Film trotzdem gefallen hat, könnt ihr natürlich liken und mir ein kostenloses Abo auf YouTube dalassen. Wer mich noch ein bisschen mehr unterstützen will und auch dabei helfen will, dass ich weiterhin Filme auf YouTube bereitstelle, der kann dies über den Button Super Thanks machen. Das hilft mir auch, weiterhin frei von Werbung und Sponsoren zu bleiben. Und vor allem ist es das beste Argument für meine Frau, dass sie mich immer wieder mit dem Motorrad losziehen lässt.
Ja, und das war's jetzt wirklich von meinem Film zur Stella Alpina und den genialsten Offroad-Strecken der Alpen. Wenn ihr noch nicht genug habt, könnt ihr gerne noch ein paar andere Filme von mir auf YouTube schauen.